vom Weiten guckt, so, wir haben kein iCover. Hier ist kein iCover. Müssen wohl hier drunter sein. Backcap ist anders. Ah, guck mal, ein Loch. Okay, die ist weg. Bolzen an. Gucken wir mal, wie der Kollege hier ist. Hey Leute und willkommen bei einem neuen Video von uns. Und zwar heute ein kleines Unboxing-Video. Wir haben einen neuen Markierer bekommen. Und zwar ist es die Geo 4. Nein, Quatsch. Es ist die Geo 5. Und zwar, hier kann man sehen, ist da die War-Version. Also das heißt eine Version frei von Eloxaten oder Lackierung oder sonst irgendwas. Die Version geben wir zum PTB, zum Beschlussamt. Und wir packen die heute aus. Ich habe die noch nicht gesehen, das ist das allererste Mal. Ich habe halt nur den Karton, mehr habe ich noch nicht gesehen. Und zusammen packen wir die mal aus. Karton, wie bei Planet üblich, dieser Kartonschieber hier drauf, da unter den ganz normale Karton mit Bluetooth ab Werk mit drin. Und wir schauen mal rein, was wir da drin haben. Legen wir das mal hier hin, damit ich auch immer weiß, dass das eine Geo ist. Machen wir mal den Kollegen auf und was sehen wir? Standard Planet Softcase. Karton brauchen wir nicht. Und wir schauen mal rein, was wir drin haben. Vorab, was ich mir überlegt habe, wir werden die Geo R5 so rum mit der Geo 4 vergleichen und mit der CS3. Nicht wundern, das ist meine, die ist ein bisschen dreckig. Wir vergleichen den Markierer mit diesen beiden, weil ich finde, eine Geo muss man mit einer Geo vergleichen, weil es ist das gleiche Modell. Aber ich möchte es halt auch mit dem High-End-Segment von Planet vergleichen, mit der CS3. Und wir vergleichen den ganzen Spaß einfach mal. Und wir zerlegen das Teil einmal komplett und bauen es wieder zusammen. Und so gucken, was drin ist. So, was haben wir im Lieferumfang? Wir haben das S63 Laufsystem. Klassiker, kennen wir alle. Hier halt mit einer grünen Hülse, das ist so eine Pre-Production-Hülse. Zur Info auch, das Ding ist auch noch nicht serienreif. Also das ist halt Pre-Production. Deswegen ist die ganze Ding auch in Silber, beziehungsweise ist wirklich nichts drauf. Das ist blankes Metall oder blankes Aluminium in dem Falle. Da nicht wundern, die finale Version wird anders aussehen und es kann auch sein, dass sich noch ein bisschen was ändert. Wir haben hier eine neue Laufsocke, ganz cool mit diesem Gummiding hier vorne drauf. Ein bisschen besserer Schutz, damit kein Ball durchgeht. Aber sonst ist das Ding gleich. Ne, wir haben hier einen neuen, wie heißt das Teil? Keine Ahnung. Nupsi, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das Ding heißt. Ich habe keine Ahnung. Spannbutton, ich weiß es nicht, weg damit. Und hier ist das, worum es geht, die Geo 5. Auch komplett in Silber, eigentlich ganz hübsch, nur das finde ich ist nicht so schön. Schauen wir mal, machen wir den Karton mal weg hier, das Case, und schauen uns den Kollegen mal an. Was ist euer erster Eindruck? Ich finde, wenn man so vom Weiten guckt, so, könnte auch eine CS3 sein, oder? Was sagt ihr? Von der Form her sehr ähnlich. Die Backcap hier ist ähnlich, der Trigger ist gleich. Ja, der Trigger ist genau gleich. Feed ist gleich. Die andere Kamera. Die Grips sind auch gleich, zumindest die hinteren. Ja, die sind auch gleich. Der Popsaser ist auch gleich. Was anders ist, sind die vorderen Griffe. Die sehen anders aus. Und wir haben kein iCover. Hier ist kein iCover. Müssen wohl hier drunter sein, weil da ist das Feed. Das heißt, da müssten die Augen drunter sein. Schauen wir uns gleich mal an. Vergleichen wir das mal mit der Geo 4. Das ist ein Laufpapier. Den brauchen wir nicht. So, gucken wir mal. Vom Gewicht her, naja, muss ich mal gucken. Ich habe noch keine Daten davon. Also ich packe euch alles unten in die Videobeschreibung rein, wenn ich die Daten habe. Und wenn ihr das Video seht, ist der Markierer auch zu kaufen. Also dann werdet ihr das Ding auf jeden Fall kaufen können. So, was haben wir für Unterschiede? Anderer Trigger auf jeden Fall. Anderer Frontgrip,
andere Augencover. Die haben keine Augen, natürlich haben die keine Augencover, die hat keine Cover, die hat Cover. Backcap ist anders, Griffschalen, na klar, sind anders. Genau. Klassiker, Geo 4 hat LCD und Geo R5 hat OLED, halt das neue System. Müssen wir mal gucken, was für Boards da drin sind. Der Pops ist natürlich auch anders, aber das ist halt nur Design. Gut. Was machen wir zuerst? Machen wir mal vorne die Griffe ab. Ui. Oh, die sitzen aber. Guck mal, ein Loch. Das ist geil. Da kann das Wasser ablaufen. Das habe ich bei den Kollegen immer vermisst. Ich habe auch schon ein Board geschrottet bei der Knarre, weil ich vergessen habe, das Wasser rauszuholen. Beziehungsweise vergessen habe, nach dem Spielen Griffe ab, Batterien raus, trocknen lassen. Ja, zahlt man halt für, wenn man es vergisst. Genau, hier hat man jetzt so ein Ding, da kann das Wasser rauslaufen, das ist cool. Ui, das ist aber fest hier. Das ist sportlich. So. Okay, die ist weg. 2 Double-A-Batterien, jetzt nur noch eine. Vergleichen wir mal. Das hier beiseite legen, was wir nicht brauchen. Kann man das hier gut sehen? Ja, kann man gut sehen. Und wir machen mal die Geo mit dazu. Ja klar, das ist halt ein komplett anderes System. Kann man hier gut sehen. Also die beiden ähneln sich schon sehr stark. So. Ich glaube sogar, wenn ich das so grob überschauen kann, ist die Geo R5 ähnlicher der CS3 als der Geo 4. Würde ich jetzt mal sagen. Aber schauen wir mal weiter. So, hier nochmal die Griffe im Vergleich. Tak, 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 tak. Vom Material her, also die sind fest von der Geo 4. Meine sind schon ein bisschen durchgenudelt und die sind auch fest. Bisschen, ja, die von der Geo 5, Geo R5, muss ich mir merken, R nicht vergessen, sind ein bisschen weicher als die von der Geo 4. Die sind schon richtig hart und die sind schon einen Ticken weicher. Mal gucken, was ich besser finde. Gut, machen wir mal weiter. Eye-Cover. Jetzt kann man es gut sehen. Machen wir hier die Kamera. Unter den Griffen versteckt. Machen wir sie hier. Tack, da drunter. Nur so ein ganz kleines Augencover mit dem Lichtleiter drin und keinen zweiten Detent. Also kein Ersatz-Detent. Hier ist nur ein Detent drin. Bei der, machen wir uns die CS3 auf. Boah, das ist halt so was für das Ding. Da haben wir den Ersatz-Detent, da ist der normale Detent. Hat die Geo 4 aber auch nicht. Die hat auch keinen Ersatz-Detent. Doch, gelogen. Ha, der ist schwarz, den sieht man nicht. Hier ist der Ersatz-Detent. Okay. Also hat die Geo R5 kein Ersatz-Detent. Finde ich persönlich aber nicht schlimm. Ich habe den Detent hier noch nie rausgeholt. Also ich habe einen Spare weg und den nehme ich dann einfach. Für die es auch interessieren wird, ist, ich werde wahrscheinlich den Stempel hier hinpacken, weil hier eine echt gute Fläche dafür ist. Und der ist leider jetzt mit dem neuen Gesetz ein bisschen größer, weil darunter muss eine Nummer, eine fortlaufende. Deswegen werde ich den hier hinpacken. Vorher war der halt hier unten und ja, bei der Geo 4 ist der auch hier unten. Wir werden ihn aber da oben hinpacken und ja, ist einfach ein Sticker, weil man den nicht sieht. Gut, was machen wir jetzt? Machen wir mal hinten die Griffschalen ab. 1, 2, klack, klack, Bolzen hoch, genau wie bei der CS3. Und dann haben wir hier die Griffschalen. Und die sind, ja, das sind die CS3-Griffschalen. Da muss man nichts zu sagen, die kennen wir. Standard CS3-Grips. Was haben wir hier drin? Kann man das gut sehen? Ja, kann man sehen. Die Bordarchitektur sieht aus wie bei der CS3. Und hier, gucken wir mal rein. Klack, klack, klack.
Griffe ab. Ja, seht hier, das dreckige Ding hier ist meine. Das ist das gleiche Board wie hier. Was halt unterschiedlich ist, ist die Farbe von den Augenkabeln. Hier sind sie schwarz-blau, hier sind sie grün-schwarz. Hier sind auch die Soli-Kabel rot-schwarz und hier sind sie gelb-schwarz, was aber egal ist. Also, das ist eigentlich hops wie geschwommen, die jetzt nur grün, blau, gelb geringelt sind. Die Stecker sind halt unterschiedlich, das heißt, man kann sie eigentlich nicht verstecken. Man hat hier den Vierer, dann hat man da einen Dreier, da hat man einen Zweier und da hat man den großen Zweier. Also man kann sich nicht den Stecker in die falschen Buchse stecken. Was wir hier noch sehen können, da ist das, der Switch. Und hier oben, wenn man das sehen kann, da ist das Pivot Valve. Und hier haben wir einen Flow Restrictor. Das, was wir auch von der Geo kennen. Hier die SFR-Schraube, die ist jetzt nach hinten gewandert. Direkt ans Soli ran. Sieht nämlich so aus, als wäre das. Ja, da sieht man es hier. Das Schwarz hier müsste ein Teil vom Soli sein. Dann ist das relativ groß. Dann geht das hier wirklich den ganzen Bereich hier, das Soli. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Aber wir fangen erstmal mit dem Bolzen an. Gucken wir mal, wie der Kollege hier ist. Und ja, der sieht anders aus. Nehmen wir mal den Geo-Bolzen dazu. Ich lege die mal hier unten hin und wir nehmen mal den CS-Bolzen dazu. Okay. Interessant. Also es sieht aus wie ein Core-System. IV-Core, wie das IV-Core-System, genau, nicht wie der Gamma-Core. Gamma-Core, Overpower, OP Gamma-Core, jetzt habe ich es. Sieht nicht so aus, die beiden ähneln sich eher. Und die beide haben Federweg, das ist ganz cool. Ja. Aber, ja krass, der ist einfach mal, was nehmen wir denn als Referenzpunkt? Nehmen wir mal die beiden Schrauben als Referenzpunkt. So, seht ihr das? Seht ihr, wie lang der Bolzen ist? Dadurch ist natürlich auch die Volumenkammer viel größer und der Schuss wird auch echt viel weniger Kick haben. Genau, der ist, wenn wir das mal so Pi mal Daumen dran halten, ja, sogar einen Ticken größer als der Gamma-Core. Interessant. Nehmen wir den mal auseinander. Machen wir mal die Bolt Guide runter. Bolt Guide nicht. Hat er ja gar nicht. Die Can, der Bolzen. Sehr geil. Ich nehme mal den von der. Boah, wer hat die denn festgedreht? Meine Fresse. Wer war das? Assembled by Story. Alles klar. Oh, ich habe noch nicht gefrühstückt. So, vergleichen wir mal die beiden Bolzen. Was sehen wir? Die Löcher sind größer. Kann man hier auch gut sehen in der anderen Kamera. Der Bolzen ist länger. Kann man auch gut sehen. Hat das neue FL-Tip drin. Das neue Soft-Tip. So. Und er hat einen O-Ring weniger. Genau, hier fehlt ein O-Ring. Da sitzt nochmal hier. Da der 1590 sitzt hier, der fehlt da. Interessant. Und hier vom Durchmesser her. Ja, ist klar, der hat hier, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier Ticken tiefer. Das hat der nicht. Der hat nur 2 Ebenen, der hat 3 Ebenen und auch viel größere Löcher. Aber gut, dass da schon mal ein O-Ring weniger ist. Ken, ja gut, das ist größenvergleichstechnisch nicht vergleichbar. Auch außen 2 O-Ringe, innen, was ist das denn? Das ist ein O-Ring drin. Guck mal, da sind sogar 2 O-Ringe drin. Ich weiß nicht, wie kann man das am besten sehen hier mit dem Licht? Das ist jetzt dunkel hier drin. Da müsste man es sehen können, dass da 2 O-Ringe drin sind. Einmal der 17 auch vorne und dahinter ist ein anderer O-Ring. Das ist schon mal interessant. So, das ist dann wahrscheinlich der O-Ring hier, weil wir brauchen halt einen Bumper, aber sonst knallt er dagegen, passiert gar nichts. Und krass, guck mal hier. Wir haben hier dieses Luftloch. Das halte ich jetzt zu. Seht ihr das? Wie krass der abdichtet. Das heißt, wie wenig Toleranz da drin ist. Das Ding ist echt sleek drin. Kann ich das hier auch machen bei dem? Ich kann. Schau mal, Luftloch zuhalten.
Ja, da geht's auch. Aber ein bisschen leichter als hier bei dem hier. Ja, ja, das ist krass. Okay, bisschen schwieriger zu tauschen, finde ich, wenn das da drin sitzt. Aber eigentlich eine coole Idee. Aber der 1590 geht fast nie kaputt. Von daher haben wir da kein großes Problem mit. Gut, machen wir weiter. Die beiden Teile. Und hier sieht man auch, krasser Unterschied. Also hier der Prop-Shaft hier, Standard der ist eigentlich fast so seit der ersten Geo. Nee, auf jeden Fall seit der Geo 2. Aber bleiben wir bei Geo 3, weil das ist so der gängigste Markierer, der noch auf dem Markt ist und noch gut läuft. Geo 3, Geo 3.1 und Geo 3.5 haben ungefähr das gleiche System hier. Ganz cool gemacht. Und jetzt sieht es mal einfach so aus. Allein durch die Bauart hat man viel mehr Volumen. Kann man das irgendwie abschrauben? Ja, kann man abschrauben. Das ist schon mal geil. Mehr Volumen heißt weniger Arbeitsdruck, weniger Kick. Und das ist der ganze Prop-Shaft. Den baue ich jetzt hier nicht aus, weil ich muss hier für diesen Ring rausholen. Dann kriege ich die Krise mit. Echt geil gemacht. Und ja, die gleiche Anzahl an O-Ringen, glaube ich sogar. Ja. Hier sind 2 O-Ringe drauf. Hier sind auch 2. Also hier sitzt einer drauf und hier innen drin ist einer. Aber es sind nicht die gleichen O-Ringe. Also bei dem hier sind 14×2, 14×2 und der hier sieht größer aus. Das kann man einfach testen. Ja, der ist größer, der passt nicht. Das heißt, hier haben wir ein 14×2 und hier, das müsste, was ist das, 15er oder 17er? 15, 16, 17, eins von beiden. Aber ganz cool gemacht. Also super einfach eigentlich. Und das finde ich halt gerade das Wichtige beim Paintball. Wenn man selber was reparieren soll, es muss halt einfach sein. Klar, der Gamma Core oder OP Gamma Core, der ist halt auch geil, weil er auch einfach ist. Aber du hast halt mehr Teile. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich glaube 8 Teile. Backcap, Switch sind 2, Spool 3, 4, 5, 6, der Bolt Guide 7, 8, der Bolzen, ja. Geil, aber finde ich, braucht man nicht so viele Teile. So, gut. Haben wir den neuen Core, wie immer der heißen wird, schon mal gezeigt. Tun wir mal 3 Teile weg. Dann gehen wir weiter mit, was machen wir? Trigger, glaube ich, brauchen wir nicht, weil das ist der gleiche Trigger wie hier bei der CS3. Den kennen wir, glaube ich, alle. Sonst schaut euch das CS3-Video an. Ich will ans Soli ran. Ich will wissen, wie das Soli aussieht. Dann brauchen wir hier mal einen Imbusschlüssel, der passt. Schrauben den mal hier eben auf. Ne? Bisschen fettige Finger. Aber Schraubensystem ist auch gleich, tut sich nicht. Was mich so ein bisschen wundert ist, seht ihr hier dieses rote? So, okay, ein bisschen was das ist. Weil theoretisch, ich halte es mal zu, ich will es noch nicht wissen, dass man das hier sehen kann. Das ist ein Luftloch, was den Bolzen mit Luft versorgt. Halt hier, der gibt der Kammer hier die ganze Luft und dann sorgt er dafür, dass der Bolzen halt in die richtige Richtung geleitet wird. Okay, gleiches System. Das ist es hier. Rot-Gold, bisschen Iron Man-Style, ganz cool. Das ist ein Manifold. Das ist einfach nur ein großes Manifold. Und wie man es hier sehen kann, seht ihr das? Das Gasket hier ist auch ein bisschen größer geworden. Ist die fest, die Stange? Ne, die bewegt sich. Ist dann einfach nur gesteckt. Ja, die ist gesteckt, kann man hier hören. Das ist ganz cool. Kann man das austauschen. Und im Endeffekt, es leitet die Luft von hier nach hier. Also es wird aufgeteilt zwischen diesen beiden Punkten, je nachdem, wo das Soli halt die Luft hinleitet. Schauen wir uns mal den Frame an. Was haben wir? Geil. Hier, der Connector für Batterien. Ist jetzt ein einzelnes Teil, kann man stecken.
Hier bei der Geo 4 ist es ein Kabel, was von hier vorne einmal durch den ganzen Ding geleitet wird nach hinten. Ist jetzt auch noch so, aber du kannst es hier abstecken. Das ist ganz cool, weil sonst muss man das mal hier durchfuddeln. Was ich sehr geil finde, beziehungsweise mein kleiner Monk im Kopf findet das geil, das Kabelmanagement hier mit diesen Führungen hier. Ganz gut gemacht. Immer schön aufgeräumt. Hier das Augenboard und hier hinten das Solenoid. Man sieht auch, wenn man es erkennen kann, schwarz auf schwarz ist schwierig, das große Gasket. Also haben wir zumindest schon mal ein neues Gasket, was verbaut wird. Ja, aber ich will das Board noch haben. Nicht das Board, das Solenoid haben. Stecken wir mal das Augenkabel ab. Da haben wir einen Pin dafür. Stecken wir mal den Pin durch. Und jetzt müssten wir das eigentlich hier rausziehen können. Wunderbar. Und dann haben wir hier das Solenoid. Standard Solenoid, würde ich nicht sagen. Große Gaskets. Hier ein großes und hier eine große Aussparung. Genau, da ist das andere Gasket. Also haben wir zwei neue Gaskets verbaut. Das Pilot Valve sieht aus wie bei der CS3. Hier das Teil. Hat sich, glaube ich, nichts getan. Ist auch ein, mal gucken, 3 Volt, ja, ist genau das gleiche. Ich will mal reinschauen, habe ich irgendwo einen Schraubendreher? Ja, da habe ich einen Schraubendreher. Gucken, wie es innen drin aussieht, was für ein Spool verbaut ist. Ob das Spool der CS3 oder der Geo ähnelt. Wobei ich von der Größe her eher auf Geo tippen würde, weil das Spool von der Geo ist halt ein Ticken länger als das von der CS3. Aber sonst auch wieder alles ähnlich hier, also auch dieses kleine Manifold hier ist genau das gleiche wie bei der CS3, bei der GTEC, bei der ETA. ETA? Ja, ich glaube, bei der ETA ist auch gleich. Okay, wie kriegen wir das jetzt da raus? Seht ihr das? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn wir einen kleinen Inbus nehmen, hier in das Loch rein und ja, das geht. Da haben wir es. Ah, das ist das von der Geo. Von der Geo 3, von der Geo 4. Von der hier. Das ist das gleiche, bis auf dieses Loch. Das hat die, glaube ich, nicht. Aber das ist ganz cool. Und man will die Teile wiederverwenden. Haben wir ganz normal hier hier ein 6x1 O-Ring, hier 2 6er O-Ringe und der hier vorne, weiß nicht, was das war, ein 4er oder so. Aber ganz cool gemacht. Nicht schlecht. Okay, bauen wir das mal wieder zusammen. Ich will nicht, dass die kleinen Schräubchen hier fliegen gehen. Wenn mir schon zweimal gerade das Spool aus der Hand fällt. Da finde ich nämlich nie wieder. Ich muss andere einbauen. Und die Gun muss ja noch zum Amt, zum Beschussamt, zum Testen, die nach deutschem Recht läuft. So, okay. Dann noch wieder das Valve drauf. Nee, das ist die Schraube. So, und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Können wir mal gucken, wie der Regulator aussieht, aber der sieht halt wirklich 1:1 aus wie bei der CS3 von der Größe her. So, die andere Seite, schauen wir mal. Wenn wir das hier so vergleichen, also, das sieht echt 1:1 so aus. Das wäre sogar fast der gleiche Frame. So, machen wir mal eben runter und schauen mal nach, was für eine Feder verbaut ist. Wird aber wahrscheinlich die CS3-Feder sein. Bei der Größe kann ich mir nichts anderes vorstellen. So, was auch echt gut ist, je mehr Teile die kombinieren. Ja, hier, das Ding ist schon mal gleich. Ja, CS3-Feder. Und der kleine Piston von der CS3. Ja, 1:1 CS3-Regulator. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, welche Kombination von Nummern der hat. Was für einer das ist. Ich kann mir das immer nicht merken. SL 5, 6, 7, 10, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall gleich. Ja gut.
Also, Fazit. Kriege ich das hier rein? Die Geo R5, ich muss mal ablesen, das ist echt peinlich, ist in meinen Augen mehr an der CS3 dran als an der Geo 4. Wenn ihr das auch so findet oder nicht, schreibt es mal in die Kommentare, würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet. Aber ich finde das echt cool. Was auch ein bisschen normal ist, weil wir sind halt gerade, also es ist eine neue Generation. Die CS hat halt echt eine neue Generation auf den Markt gebracht. Und ich finde auch die CS3 schießt sich echt cool. Ist gut, ich bin jetzt von der LV, von der LV2 auf die CS3 gewechselt. Von daher, klar, ist das ein etwas großer Unterschied. Aber ich kenne halt Geos, ich kenne CS1, habe ich alle schon gespielt. Von daher, ja, es ist näher an der CS3 dran als an der Geo. Gut, ich glaube, wie ist es wieder zusammengebaut hier? Das und das und die Grips. Hier. Cool. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr auch schon eine vorbestellt. Lasst mich wissen in den Kommentaren, was ihr von der Geo R5 haltet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao!